In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Stochastikindikator nutzt, um Handelsentscheidungen auf der Grundlage der Marktbedingungen zu treffen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Dadurch wird die Umgebung geöffnet, in der wir unseren MQL-Code schreiben und bearbeiten können. Das erste, was wir in unserem Code programmieren, ist die Einbindung der Klasse cTrade aus der Standardbibliothek. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, die wir für die Verwaltung unserer Trades verwenden werden. Als nächstes instanzieren wir ein cTrade-Objekt mit Standardparametern. Dieses Objekt wird alle Handelsoperationen verwalten, einschließlich der Positionsverwaltung. Anschließend definieren wir die Parameter für unsere Strategiekonfiguration. Diese Parameter können in den Eigenschaften des Expert Advisors angepasst werden. Der Parameter Lookback Bars legt den historischen Bereich für Hochs und Tiefs fest, sodass wir zwischen einer und 1000 Kerzen analysieren können. Der Parameter Min Candlesback legt das Mindestalter für gültige Hochs und Tiefs fest, das zwischen 5 und 50 Kerzen liegen kann. Der Parameter Trailing Offset definiert den Sicherheitsabstand für den Trailing Stop in Punkten, wobei die Spanne von 1 bis 20 reicht. Die Parameter K-Period, D-Period und Slowing werden für den Stochastikindikator verwendet und legen die Perioden für die %K-Linie, die %D-Linie bzw. den Slowing-Faktor fest. Mit den Parametern Upper Level und Lower Level werden die Schwellenwerte für überkaufte und überverkaufte Bedingungen festgelegt. Anschließend deklarieren wir globale Variablen und Handles, um den Zustand zwischen Ticks und Indikatordaten zu speichern. Die Variable Stoch-Handle enthält das Handle des Stochastikindikators, während die Arrays K-Buffer und D-Buffer die Stochastikwerte speichern. Das Array Price Data enthält die OHLC-Kursdaten und die Variablen Pref Bullish Cross und Pref Bearish Cross erfassen die vorherigen Crossover-Zustände. Die Expert-Initialisierungsfunktion wird einmal beim Start des Expert Advisors ausgeführt. In dieser Funktion erstellen wir das Stochastik-Indikator-Handle mit Hilfe der Funktion iStochastic. Diese Funktion benötigt Parameter wie das Symbol, den Zeitrahmen, K-Period, D-Period, Slowing und den Berechnungsmodus. Außerdem konfigurieren wir die Arrays als Zeitreihen und stellen sicher, dass die neuesten Daten bei Index 0 liegen. Diese Ausrichtung ermöglicht es uns, mit den Daten in einem natürlichen Zeitablauf zu arbeiten. Nach dem Einrichten des Indikators geben wir einen Erfolgscode zurück, um anzuzeigen, dass die Initialisierung erfolgreich war. Als nächstes definieren wir Funktionen zum Öffnen von Positionen. Die Funktion OpenBuy-Position ist für die Ausführung einer Kauforder zuständig. Sie ruft den aktuellen Ask-Preis mit Hilfe der Funktion Symbol Info Double Up und ruft dann die Methode Position Open der Klasse cTrade auf. Diese Methode nimmt Parameter wie das Symbol, den Auftragstyp, das Volumen, den Preis, den Stop-Loss, den Take-Profit und einen Kommentar entgegen. In diesem Fall geben wir eine Positionsgröße von 0,10 an, was bedeutet, dass wir 10 Mikrolots kaufen. Der anfängliche Stop-Loss und Take-Profit werden deaktiviert, indem sie auf 0 gesetzt werden. In ähnlicher Weise führt die Funktion OpenSell-Position einen Verkaufsauftrag aus. Sie ruft den aktuellen Bidpreis ab und ruft die Methode Position Open mit den entsprechenden Parametern für einen Verkaufsauftrag auf. Die Hauptfunktion für Kursaktualisierungen wird bei jedem Tick ausgeführt und enthält die Kernlogik unserer Strategie. In dieser Funktion rufen wir historische Kursdaten für die Analyse ab, indem wir mit der Funktion CopyRates die H1-Kerzendaten für den Rückblickzeitraum kopieren. Diese Funktion benötigt Parameter wie das Symbol, den Zeitrahmen, die Startposition, die Anzahl und das Zielarray, in dem die Daten gespeichert werden. Außerdem laden wir die stochastischen Werte aus den Indikatorbuffern mit der Funktion CopyBuffer. Diese Funktion kopiert die berechneten Stochastikwerte zur Analyse in die Arrays K-Buffer und D-Buffer. Als nächstes überprüfen wir den Status der offenen Positionen. Wir ermitteln, ob offene Positionen vorhanden sind und welchen Typ sie haben, indem wir alle offenen Positionen durchlaufen.
Wir verwenden die Funktion Positionstotal, um die Gesamtzahl der offenen Positionen zu ermitteln, und die Funktion PositionGetTicket, um die eindeutige Ticketnummer für jede Position zu erhalten. Wenn eine Position zum aktuellen Symbol gehört, markieren wir, dass eine offene Position gefunden wurde und speichern ihren Typ. Anschließend prüfen wir auf Stochastic Crossover-Signale. Ein zinsbullischer Crossover liegt vor, wenn die %K-Linie die %D-Linie übersteigt, während sie sich im überverkauften Bereich befindet, der durch den Parameter Lower Level angezeigt wird. Umgekehrt tritt ein bärischer Crossover auf, wenn die %K-Linie unter die %D-Linie fällt, während sie sich im überkauften Bereich befindet, was durch den Parameter Upper Level angezeigt wird. Wenn ein zinsbullischer Crossover erkannt wird und es keinen vorherigen zinsbullischen Crossover gibt, prüfen wir, ob es offene Positionen gibt. Wenn es keine offenen Positionen gibt, eröffnen wir eine neue Kaufposition mit der Funktion Open-Buy-Position. Wenn es eine offene Kaufposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion iLowest das niedrigste Tief im Rückblickszeitraum. Anschließend prüfen wir, ob das ermittelte Tief mindestens Min Candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs über diesem Tief liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing Stop Niveau, indem wir den Trailing Offset zum letzten Tiefkurs addieren und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen, um den Trailing Stop zu verwalten. Wenn ein bärischer Crossover festgestellt wird und es keinen vorherigen bärischen Crossover gibt, gehen wir bei Verkaufspositionen ähnlich vor. Wenn es keine offenen Positionen gibt, eröffnen wir eine neue Verkaufsposition mit der Funktion Open Sell Position. Wenn es eine offene Verkaufsposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion iHighest das höchste Hoch im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob das ermittelte Hoch mindestens Min Candlesback alt ist und ob der aktuelle Kurs unter diesem Hoch liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing Stop Niveau, indem wir den Trailing Offset vom letzten Höchstkurs abziehen und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen. Am Ende der OnTick-Funktion aktualisieren wir die vorherigen Crossover-Zustände für den nächsten Tick. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Verwaltung des Trailing Stops für Kauf- und Verkaufspositionen zuständig. Sie führt eine Schleife durch alle offenen Positionen und wählt jede Position anhand ihrer Ticketnummer aus. Wir prüfen, ob die Position dem angegebenen Typ entspricht und zu dem aktuellen Chartsymbol gehört. Dann rufen wir den aktuellen Stop-Loss-Wert ab und aktualisieren ihn auf der Grundlage des Positionstyps. Bei Kaufpositionen ändern wir den Stop-Loss, wenn das neue Niveau höher ist als der aktuelle Stop-Loss oder wenn es keinen Stop-Loss gibt. Bei Verkaufspositionen ändern wir den Stop-Loss, wenn das neue Niveau niedriger ist als der aktuelle Stop-Loss oder wenn kein Stop-Loss vorhanden ist. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn das funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten. Wir wählen den Expert Advisor, den wir gerade erstellt haben, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Wir haben gelernt, wie man einen Expert Advisor programmiert, der den Stochastik-Indikator nutzt, um Handelsentscheidungen auf der Grundlage der Marktbedingungen zu treffen. Wir haben diesen Expert Advisor mit ein paar Zeilen MQL-Code programmiert. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.